Mahlzeit, herzlich willkommen beim Right to Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Wir stehen gerade im coolsten Kartoffelkeller der Welt und ihr wisst, wo es ist. Karls Erlebnisdorf Elstal bei K2, die Achterbahn. Und Karls Erlebnisdörfer werden ja nächstes Jahr hier in Elstal auch einen neuen Coaster eröffnen. Und da haben wir auf der Messe den Wagen schon gesehen. Ein sehr schönes Erdbeerkörbchen. Da war so eine gelbe Kiste dran. Diese gelbe Kiste findet sich hier auch wieder. Und deswegen sind wir bei Karls Backstage. Und du stellst dich kurz vor, wer du bist, was du hier machst. Und dann gucken wir uns mal an, was ihr für eine gelbe Kiste da habt und warum die für euch so spannend ist. So machen wir das. Moin, ich bin der Alex, ich bin der technische Betriebsleiter im schönsten Bereich bei Karls, dem Erlebnisbereich. Alles, was Spaß macht. Und ja, so wie Dennis schon gesagt hat, wir sind heute wieder in der K2 und schauen uns gerade mal unsere Monitoring von DMT an für unsere Fahrzeuge. Also den Sensor habt ihr ja bei der Vekoma-Bahn auch schon gesehen. Die bekommen wir dieses Jahr einmal in Elstal, einmal in Döbeln. Und dann haben wir hier unten einen Sensor verbaut, der misst die Geschwindigkeiten in den 3 Achsen X, Y, Z, wertet das Ganze aus und schickt uns dazu dann Echtzeit-Monitoring. Und wenn wir da aus einem bestimmten Bereich kommen, bekommen wir eine Warnung über SMS, E-Mail und über Mobaro und können das dann relativ genau sagen. Also wir wissen, welches Fahrzeug betroffen ist und wenn es bei mehreren Fahrzeugen auftritt, zum Beispiel auch in welchem Bereich auf der Strecke das Ganze stattgefunden hat. Also wir können es dann ein bisschen eingrenzen und sagen, es ist eventuell ein Problem mit einem einzelnen Fahrzeug. Oder haben wir irgendwo auf der Strecke ein Problem, weiß ich, gebrochene HV-Verschraubung, muss man nicht hoffen, aber und können dann da eben sehr schnell drauf reagieren, bevor dann irgendwie was Schlimmeres passiert. Ne? Und das Schöne ist eben auch, man kann dadurch, dass es eine sehr, sehr lange Historie gibt mit mehreren tausend aufgezeichneten Fahrten, können wir über die Zeit hinweg auch Verschleiß ermitteln. Da sind wir mit DMT dran, um zu schauen, wie verhält sich das, wenn wir unsere Laufräder, unsere Seitenräder etc. abfahren und wie wirken sich Wartungseingriffe in der Anlage aus. Wie kam die Entscheidung von eurer Seite aus, sich für sowas zu entscheiden? Die Entscheidung zu entscheiden, weil das kommt ja nicht serienmäßig mit der Achterbahn und das ist ja ein Invest, den man im Park tätigt, den der Gast ja gar nicht sieht und wahrnimmt im ersten Schritt. Richtig, das ist jetzt auch nicht von heute auf morgen passiert. Ich müsste jetzt auch mal überlegen, wie wir mit DMT zusammengekommen sind. DMT ist ja eine Tochterfirma vom TÜV Nord. Mit dem arbeiten wir ja auch sehr viel zusammen für etwas mehr als die Hälfte unserer Fahrgeschäfte. Und haben dann über den Kontakt hin und her diskutiert, bis wir dann irgendwann mal eine Lösung gefunden haben, wie wir das Ganze hier testen wollen. Ne? Ja. Also es ist eine Anlernphase, die dauert eine ganze Zeit. Dann steckt noch viel Engineering hinter. Also diese ganze Halterung ist dann eben ein Custom Fit, der dafür angefertigt wird von DMT. Und für uns war damals die Entscheidung, da so ein kleines Add-on zu bauen für die Überwachung. Also normalerweise machst du halt deine täglichen Inbetriebnahmen, dann hast du periodische Wartung, wo du dann immer mal wieder reinguckst. Aber so wirklich tief und in Echtzeit reingucken, was passiert gerade, hast du halt nicht. Ne? Und deswegen war das für uns erstmal als Pilotprojekt ganz interessant, weil K2 ja bis dato noch unser größter Coaster hier in der Form ist. Und so wie du schon gesagt hast, jetzt die beiden neuen Boomerangs von Vekoma bekommen das Ganze dann ab Start, wo es dann auch sehr interessant wird, weil hier hat man ja schon mehrere Betriebsjahre, ich meine 5 oder 6 Betriebsjahre auf dem Buckel, bevor wir damit angefangen haben. Ja. Und da sehen wir dann, wie verhält sich das bei einer neuen Anlage. Ist, glaube ich, für DMT auch ganz interessant zu sehen, wie sich das dann so über die Zeit verhält, wenn eine Anlage erstmal beim Nullpunkt anfängt in der Inbetriebnahme und dann ja, doch viele Betriebsstunden sammeln wird, so wie das bei Karls üblich ist. Und dann so über die Zeit dann schaut, wie sich das Ganze verhält. Ne? Sehr spannend. Was habt ihr denn hier verbaut? Das ist ja mehr als nur eine kleine gelbe Kiste. Genau, gehen wir mal runter. Also das ist mehrteilig. Wir haben zum einen hier den Sensor. Wie gesagt, misst die Beschleunigung X, Y, Z. Also die 3 Beschleunigungen, in welche Richtung auch immer. Und dann haben wir hier die Stromversorgung, das ist ein Akkupack, also eine große Powerbank, so wie man sie auch fürs Handy, für die Kamera etc. kennt. Wird dann hier bei uns in der Werkstatt nachts geladen und hält auch den ganzen Tag durch. Ne, theoretisch könnten wir es auch über mehrere Tage laufen lassen, aber sicher ist sicher.
Und das Ganze ist dann hier, wie gesagt, an diesem Custom-Halter befestigt, der hier fest mit dem Wagenrahmen verbaut ist, so dass du eben auch keine Schwingung von irgendwo anders kriegst. Du könntest es halt nicht am Buggy verbauen, weil du hier halt immer irgendwo noch Bewegungen drin hast, Vibrationen etc., die sich hier auf den Sensor auswirken. Das wird das Messergebnis verfälschen. Das würde das eben verfälschen. Du willst halt wirklich wissen, wie ist das Fahrverhalten. Wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel die Seitenrollen, wenn die Techniker morgens bei der Inbetriebnahme übersehen, dass wir hier Verschleißgrenze überschritten haben oder was, dann kriegst du halt in der Achse wesentlich mehr Bewegung rein. Obwohl kein Problem vorhanden ist? In dem Falle nicht. Ein Problem wäre halt vorhanden, zum Beispiel, wenn sie nicht mitkriegen, dass ein Lager nicht mehr gängig ist. Wenn das gefressen hat oder was, oder das passiert vielleicht auch mal im Betrieb. Und das dann eben blockiert, dann würde er halt hier anfangen zu stottern. Oder wenn er, was bis jetzt zum Glück auch noch nicht passiert ist, mal verlorene Gegenstände, Schals, Mützen etc., die auf der Schiene liegen bleiben. Hatten wir gestern, haben wir bei der Inbetriebnahme aber gefunden. Wenn die sich eben irgendwo verklemmen würde, dann würdest du hier mitkriegen, dass hier ein Problem vorliegt. Und das in Echtzeit. Und das kriegt zum Beispiel hier unser Bediener unten im Keller nicht unbedingt mit, sieht das auch nicht über die Kamera oder so. Und dann würdest du dann aber direkt so eine Echtzeitmeldung bekommen, der Wagen hat ein Problem. Und dann kannst du da sehr schnell eingreifen. Hattet ihr da schon konkrete Beispiele, wo das passiert ist, dass ihr eine Push-Nachricht bekommen habt, die dann gesagt hat, ey, guck dir das mal an, und dann war da auch ein Schal drin? Nee, das zum Glück noch nicht. Was wir bis jetzt hatten, war eine Auswertung nach einer Jahreswartung, wo wir eine sehr, sehr umfangreiche Drehmomentkontrolle durchgeführt haben. Also normalerweise machst du halt einen bestimmten Prozentsatz von den Verschraubungen. Und wir haben eine 100% Kontrolle gemacht und auch einiges ersetzt. Ich glaube, so nach 6, 7 Jahren ist das auch mal in Ordnung so. Und dann konnten wir mit den Kollegen von DMT das Ganze auswerten und auch schon sehen, dass es da Veränderungen im Fahrverhalten gab. Das ist also wesentlich smoother. Also du hattest von den Kollegen einmal so die subjektive Einschätzung, dass das Fahrverhalten ruhiger geworden ist, und das ist dann eben auch nochmal durch die Daten so bestätigt worden. Ja, sehr spannend. Mega cool. Ich glaube, von eurer Seite aus haben wir, glaube ich, erstmal alles dazu erzählt. Habt ihr abschließend vor, vielleicht das Ganze auch noch auszuweiten auf andere Anlagen bei euch, oder werdet ihr euch das jetzt erstmal mit den beiden neuen Anlagen weiter angucken? Also wenn es nach mir ginge, hätte ich schon gerne fast überall verbaut, aber wir haben schon ein paar größere Anlagen im Augen, so unseren Disco Coaster von Zamperla, also unseren fliegenden Regenschirm. Da wäre es sehr interessant für mich. Ansonsten die Vekoma-Bahnen gehen jetzt, wie gesagt, von Anfang an damit an den Start. Andere Anlagen haben wir so jetzt erstmal noch nicht auf dem Schirm. Super, danke dir. So, wir haben jetzt öfter mal den Begriff DMT gehört, und wir haben von DMT jemanden hier, und der Jens stellt sich mal vor, wer du bist und was du machst und was ihr macht. Klar. Ja, ich bin der Jens. Ich leite die Abteilung für Geo Instruments und Industrial Monitoring Solutions, und wir kommen ursprünglich eigentlich aus der Industrie, machen dort seit 20 Jahren Überwachung an drehenden Teilen, Motoren, Pumpen, Turboverdichtern. Und irgendwann, da wir zum TÜV gehören, habe ich mal ein Gespräch geführt mit einem der Instandhalter vom TÜV, die Freizeitparks betreuen. Und wir sind eigentlich darüber eingekommen, dass wir gesagt haben, eigentlich müsste man diese Technologie doch auch den Parks zur Verfügung stellen. Also diese vorausschauende Wartung, diese vorausschauende Instandhaltung, weg von diesen starren Intervallen hin zu wirklich einer bedarfsgerechten Wartung und Instandhaltung. Und so haben wir angefangen, haben gedacht, okay, wir können ja unsere Sensoren, die wir schon haben aus der Industrie, einfach nehmen und unsere Software anpassen und gezielt auf die Belange des Freizeitparks im Prinzip customizen. Und das haben wir dann gemacht, mit einem Partner zusammen, die erste Anlage in Betrieb genommen, und hier stehen wir jetzt an der K2. Auch ein guter Kunde von uns, der das System jetzt schon seit über einem Jahr im Einsatz hat und erfolgreich auch schon Dinge gesehen hat. Und ich glaube, dass wir da wirklich die Zukunft beschreiten, um in den Freizeitparks dieses Thema Predictive Maintenance einfach weiter nach vorne zu bringen.
Also um das einfacher auszudrücken, habt ihr Maschinen überwacht, wo sich was dreht und habt dann gesagt, ja, ein Achterbahnrad dreht sich auch und da kann man das ja genauso überwachen? Im Prinzip ja. Wie gesagt, wir machen es in der Industrie schon ganz lange, um Prozesssicherheit zu bekommen. Ein Motor, ich drücke es mal ganz einfach aus, wir hören in einen Motor rein, wie der Arzt, sage ich mal, mit seinem Stethoskop an deinem Herz hört, hören wir mit unserem Stethoskop in diesen Motor und sagen, okay, hier gibt es Verschleißgeräusche, die darauf hindeuten, dass dieses Teil bald ausfallen wird und geben dem Betreiber im Prinzip darüber eine Information. Und das Gleiche tun wir eben an der Achterbahn auch. Wir hören im Prinzip das Fahrgeräusch, gucken uns die Beschleunigungswerte an, vergleichen die mit historischen Daten und ermitteln daraus Informationen. Gibt es gerade aktuell Auffälligkeiten, Schienenstöße, die nicht mehr ganz passen, Schraubverbindungen, die vielleicht gelöst sind, Probleme an den Bandagen, Probleme in den Lagern. Und all diese Informationen stellen wir dem Betreiber zur Verfügung, sodass er in der Lage ist, mit seinem Instandhaltungsteam direkt auf solche Events zu reagieren. Kann das System wirklich unterscheiden zwischen, ist es was am Rad oder ist es etwas an der Schiene? Oder detektiert das eine Stelle, die eingekreist ist, auf die man gucken muss? Beides. Ja. Anfänglich fangen wir natürlich an, wir kennen die Anlage nicht, das System läuft, nimmt Daten auf. Die KI-Engine, die da hinten dran hängt, fängt an, diese Muster zu bewerten und sagt, dieses Muster kenne ich, dieses Muster kenne ich noch nicht. Hier gibt es eine Auffälligkeit, es gibt vielleicht eine Auffälligkeit bei 300 Streckenmetern. So, das ist der erste Schritt. Jetzt kommt aber der Betreiber und sagt, ich habe mir das angeguckt, da gab es eine Auffälligkeit an der Schiene, da war eine Schraubverbindung lose. Dann wird diese Information automatisch in das KI-Modell übernommen. Und dadurch sind wir in der Lage, beim nächsten Mal auch eine Handlungsempfehlung abzugeben. Zum Beispiel sagen wir haben jetzt eine neue Auffälligkeit bei Streckenmeter 100 und es könnte eventuell eine lose Schraubverbindung sein. Also das System lernt kontinuierlich dazu und ja, ich kann auch einen Unterschied feststellen zwischen Schiene und Fahrzeug, weil das, was auf dem Fahrzeug stattfindet, ist immer eine dauerhafte Veränderung, die ich über den kompletten Streckenverlauf sehe und das, was an der Schiene ist, ist meistens punktuell. Was ich da wirklich nur an einer einzelnen Stelle sehe. Und so können wir differenzieren, auch bevor wir, sage ich mal, diese ganze KI angelernt haben mit verschiedenen Fehlermustern. Ist es jetzt eine Strecke oder ist es ein Fahrzeug, was uns ein Problem macht? Wie lange dauert es, wenn ich jetzt sage, ey, jo, Jens, bring mal deine DMT-Box mit, ich an meine Achterbahn, bis ich dann diese Daten nutzen kann, diese Anlernphase. Wie lang? Wie viele Ride Cycle braucht ihr? Bist du nicht der Erste, der das fragt? Eigentlich ist das fast immer die Frage, die als erstes kommt. Und du wirst jetzt sagen, das kann man so nicht sagen. Es kommt drauf an. Genau, es kommt drauf an. Es kommt tatsächlich ein bisschen drauf an, was für eine Anlage ist. Bei so einer klassischen Achterbahn reden wir so von 300 bis 500 Fahrzyklen pro Fahrzeug, wo wir den Sensor verbaut haben. Das heißt, wenn man, ich sag mal, im Bereich 100, 200 Fahrten macht am Tag, dann ist man relativ schnell an dem Punkt, wo man die ersten Ergebnisse bekommt. Aber wir reden hier wirklich über ein KI-Modell. Das heißt, das wird immer besser, umso mehr Ride Cycles ich sozusagen aufgezeichnet habe. Das heißt, wir sagen ganz klar 300 bis 500 Fahrten das erste Ergebnis. Ist alles noch nicht ganz so genau. Und mit jedem weiteren Ride Cycle führt es eben dazu, dass das System besser wird. Heißt, habe ich 1000, bin ich besser, habe ich 5000, bin ich noch besser. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, wir gucken uns vielleicht auch später einfach nochmal an, wie das live aussieht, wie die Daten tatsächlich aussehen. Wir bekommen ein Band, in dem sich sozusagen die Fahrten bewegen und dieses Band wird mit der Zeit immer schmaler. Das heißt, meine Sensitivität auf Ereignisse zu reagieren wird immer höher. Wie wird gewährleistet, dass beim Anlernen die Bahn in dem Zustand ist, den sie haben soll? Weil es könnte ja ein langlaufender Fehler sein, den noch keiner bemerkt hat. Und der wird als, das muss so, ja dann irgendwie der KI beigebracht. Das ist tatsächlich ein Risiko an der Stelle, muss man so sagen. Das heißt, der optimale Fall ist natürlich, wir gehen auf eine neue Bahn, die gerade abgenommen ist, wo wir wissen, es ist alles in Ordnung. Bei einer, ich sag mal, Bahn, die schon längere Zeit in Betrieb ist, müssen wir einfach darauf vertrauen, dass uns der Betreiber sagt, diese Bahn ist jetzt in dem Zustand, wir haben die gewartet, wir wissen, dass da alles mit in Ordnung ist. Wenn es dort Fehler gibt, die lernen wir mit. Ist ganz klar. Also das muss man verstehen. Das ist nun mal bei einer KI so. Wenn ich ihr sage, an der Stelle habe ich jetzt einen leichten Schienenversatz und der Zug fährt da immer drüber, lernt die KI, das ist in Ordnung. So. Also das müssen wir mit betrachten.
Aber wir haben es aus der Historie und bei ganz vielen Kunden gesehen, die Anlagen sind sehr, sehr gut gewartet, gerade hier in Deutschland oder in Europa. Die Instandhalter kennen ihre Anlage seit 20 Jahren. Ich sage immer, das ist ein zusätzliches Werkzeug, was wir zur Verfügung stellen haben. Wie ein Multimeter, wie ein Schraubendreher. Es ist ein Werkzeug, was hilft, die Instandhaltung zielgerichteter zu machen und mehr bedarfsorientiert. Was ist der Vorteil aus eurer Sicht, wenn ein Betreiber sich für eure Lösung entscheidet? Der Vorteil ist für ihn ganz klar, dass er in der Lage ist, tagesaktuell, Minuten aktuell auf Ereignisse zu reagieren. Also nicht nur morgens eine Wartung, abends eine Wartung, sondern wirklich im laufenden Fahrbetrieb Veränderungen zu erkennen. Eine langfristige Prognose bekommt über seine Anlage, lernt, wie Verschleißerscheinungen an der Anlage sich bemerkbar machen. Ich sag mal, wir hatten es vorhin schon, ein Seitenradspiel ist nicht richtig eingestellt. Haben wir bei einem anderen Kunden gehabt. Man sieht, dass sich das Fahrverhalten ändert. Zwischenzeitlich wissen die ganz genau, auf was sie achten müssen. Das heißt, die sehen schon an den Daten, unser Seitenradspiel hat sich wieder verändert, wir müssen nachstellen. Es ist ein Werkzeug, einfach die Instandhaltung zu erleichtern und zu verbessern. Und das ist der klare Vorteil. Und wir gehen natürlich auch in die Richtung, dass wir sagen, perspektivisch wird es dazu führen, dass wir, wie bei einem Auto auch, was dir meldet, mein Reifenluftdruck vorne rechts ist nicht mehr in Ordnung, ein System haben, was dem Betreiber mitteilt, sobald etwas auffällig wird, jetzt musst du reagieren. Das heißt, wir gehen weg von diesen starren Wartungsintervallen, wo ich wirklich sage, diese Schraubverbindung prüfe ich einmal die Woche oder einmal im Monat, sondern perspektivisch und das dann zusammen mit dem TÜV natürlich, müssen wir es hinbekommen, dass wir sagen, wir können das erkennen, wir brauchen das nicht mehr jeden Tag zu machen, sondern wir gehen hin zu einer bedarfsgerechten. Ja. Vielleicht dann jetzt hier an dieser Stelle noch zum Schluss, wie bekommt der Betreiber das dann mitgeteilt, dass irgendetwas nicht stimmt, funktioniert? Ja, wir haben ja die Sensorik, haben wir vorhin schon gesehen im Video, auf dem Zug. Diese Sensorik schickt ihre Daten über das Mobiltelefonnetzwerk an unsere Server. Das heißt, das passiert auch in Echtzeit. Sobald die Fahrt startet, können wir die ersten Muster schon auf unserem Server sehen. Dort werden die Daten prozessiert, ausgewertet und sobald eine Auffälligkeit existiert, geben wir diese Informationen dem Betreiber über sein persönlich gewähltes Medium. Das kann eine Teams-Nachricht sein, das kann eine SMS sein, das kann eine WhatsApp-Nachricht sein, eine E-Mail sein, eine Integration in sein Instandhaltungssystem wie Movaro, wo wir eine Schnittstelle haben. Also er wählt sozusagen ein Transportmedium, sagen wir mal aus, wie er das gerne hätte und das bekommt er von uns und darüber bekommt er diese Information. Und zwar in Echtzeit. Das heißt, wenn die Fahrt abgeschlossen ist, dauert es wenige Sekunden, bis diese Informationen bei ihm ankommen. Ja, das ist ja krass. Bedeutet aber auch ja wahrscheinlich eine SIM-Karte in der Kiste, was wiederum bedeutet, ich kaufe aber auch nicht nur einmal eine DMT-Kiste in Gelb, sondern das ist ein Abo-Modell oder, also jetzt vielleicht noch für die Betreiber interessant, die gerade zuschauen. Ja, es ist tatsächlich sowas wie ein Abo-Modell oder Leasing-Modell, wie man es immer bezeichnen will. Wir liefern diese Lösung komplett, inklusive Serverinfrastruktur, Alarmierung, Aufzeichnen der Daten, Datenhaltung, die Sensorik, die Haltevorrichtung als ein Paket. Und das wird im Prinzip monatlich entsprechend bezahlt. Und dafür gewährleisten wir so ein Rundum-Sorglos-Paket. Inklusive Unterstützung für die Auswertung und so weiter. Sehr cool. Dann hast du gerade gesagt, wir können uns noch mal angucken, wie das aussieht. Natürlich. Dann gucken wir uns das mal an. Ihr wollt das ja auch sehen, oder? Wir sind jetzt aus dem Bahnhof raus, sitzen jetzt vor der Achterbahn und wir gucken uns jetzt mal an, wie das aussieht, was ihr da die ganze Zeit am Messen seid. Was ich noch vorher, glaube ich, erwähnen möchte, weil wir gerade darüber gesprochen haben, als die Kamera nicht lief, das muss nicht immer einfach so groß an der Seite dranhängen. Der Zug von K2 ist allgemein ein bisschen schwierig und bei der neuen Anlage jetzt zum Beispiel, die hier kommt, hast du ja schon gesagt, wird das Ganze versteckt sein und man sieht es gar nicht mehr. Genau. Das vielleicht, ich habe nämlich eben gedacht, oh, das ist bestimmt auch noch eine Frage. Genau, also da verbauen wir es tatsächlich im Fahrzeugchassis, sozusagen, dass es nur für das Wartungspersonal zuständig ist. Hier können wir uns jetzt mal das Ergebnis mal angucken, wie die Daten von so einer Fahrt im Prinzip aussehen. Wichtig dabei ist allerdings zu wissen, das ist jetzt nichts, wo man sich die ganze Zeit hinsetzen muss und muss jetzt auf die Daten hier sich drauf gucken, sondern in der Regel wird der Betreiber über E-Mail, SMS, hatten wir erwähnt, informiert. Dann kann er hingehen, kann gucken, wo habe ich denn Auffälligkeiten, wo muss ich denn was tun. Man sieht es hier, wir haben hier im Prinzip das Drei-Achsen-System, was wir vorhin auch beschrieben haben am Sensor selber. Das heißt, wir haben hier eine gelbe, eine grüne und eine rote Kurve, die
zeigt uns das Fahrverhalten hier über den Lift, über den ersten Job bis hin, sage ich mal, in die letzte Bremse rein. Wir können hier mal ein bisschen näher ranzoomen und dann sehen wir auch schon, wie das System eigentlich arbeitet. Wir haben hier so einen Bandbereich, der ist in hellgelb gezeichnet oder hellgrün, hellrot. Ist das so der Bereich, in dem man sein sollte? Genau, das ist sozusagen der Bereich, der über die letzten Tausenden von Fahrten gelernt wurde von dem System, der als regulär ist. Diese Varianzen ergeben sich einfach aus unterschiedlichen Wettersituationen, unterschiedlichen Schmierzuständen des Fahrzeugs, durch unterschiedliche Beladungszustände. Leichte Varianzen gibt es, die sind auch normal und die sind auch gewollt. Aber wenn eben diese Kurve dieses Band verlässt, dann ist es ein Indiz dafür, dass dort etwas auffällig war, ja, und dass man dort nochmal genauer hingucken muss. Und da haben wir jetzt mal ein Beispiel einfach. Wir haben hier vorne in dem Bereich, in der Jahreswartung, kurze Pause, das Internet ist hier so schlecht. Die einzelnen Farben, für welche Sachen stehen die? Weil man hat, glaube ich, gerade gesehen, gelb ist so, die ganze Zeit rastet irgendwie aus und bei rot passiert so gar nichts. Passiert weniger, das liegt ein bisschen auch an der Skalierung. Es ist so, dass wir oben auch nochmal, das sieht man auch im Bildschirm, ein Diagramm haben, wo wir die Achsen beschreiben. Also eine ist im Prinzip die Körperachse, eine ist die Querachse zum Körper und das andere ist im Prinzip die Achse nach vorne und zurück. Dann ist wahrscheinlich gelb vorne und zurück mit den Beschleunigungen, Genau. weil da so Peaks ja überall drin sind. Also wir haben hier X. Im Prinzip ist die Achse die Körperachse nach vorne und zurück. Ja. Z ist die Achse zum Körper, also das, wie die Wirbelsäule gestaucht wird, und Y ist im Prinzip die seitliche Bewegung. Und hier sehen wir ja, also die gelbe Kurve ist im Prinzip die Beschleunigung in Z-Richtung, also tatsächlich die Achse des Körpers. Ja? Das heißt also, wenn ich jetzt im Prinzip auf den ersten Job runterkomme und fahre durch das erste Tal durch, habe ich ja eine Belastung, eine Beschleunigung, die in Körperrichtung wirkt. Positive G-Kräfte. Positive G-Kräfte in dem Fall, und die wirken sich immer am meisten aus. Die anderen Achsen sind ein wenig ruhiger, was das angeht. Ja, und was ich gerade noch zeigen wollte, ist, dass man mal sieht, wo, ich sag mal, auch der Mehrwert für den Betreiber dann liegt. Wir haben hier in dem Bereich auf Gelb relativ eine breite Hüllkurve gehabt. Ist jetzt ein bisschen überlagert von dem Grün, man sieht es aber hier relativ gut. Das ist hier am Anfang des Liftes, wo das Fahrzeug sozusagen auf die Kette fährt. Da hat man in der Jahreswartung festgestellt, dass dort im Prinzip so ein Stoß passiert, wo das Fahrzeug auf die Kette fährt. Dort wird die Kettenspannung jetzt nachgestellt und jetzt haben wir wieder einen ganz schönen, sauberen Verlauf, der ganz entspannt auch für den Fahrgast ist. Also ihr habt eine nicht korrekte Kettenspannung ermittelt damit. Genau, wir haben sie sichtbar gemacht durch Daten und so dem Instandhalter gezeigt, hier kannst du optimieren, hier kannst du verbessern. Die Kettenspannung wurde neu eingestellt und jetzt haben wir wieder ein sauberes Fahrverhalten. So wie du es sagst, mit Daten, also es ist nicht ich meine, ich denke, ich fühle, sondern Daten, die sagen, nein, es ist so, egal wie es sich für dich anfühlt. Genau. Wie auch Fahrbarkeit einer Holzachterbahn zum Beispiel anhand von Daten bestimmt wird, ob eine Holzachterbahn noch fahren kann oder nicht. Genau, weil der menschliche Faktor ist ja nicht auszuschließen, man ist mal besser drauf, mal schlechter drauf. Hier haben wir wirklich eine Datenbasis, die, ich sag mal, nicht betrügbar ist. Ja, und wir haben gerade auch in der letzten Jahreswartung hier an der gesamten Anlage gesehen, dass wir mal Datenvergleich gemacht haben zwischen vor der Wartung und nach der Wartung. Da wurden umfangreich Drehmomente nachgestellt und wir sehen, wir hatten, ich sag mal, von Karls als Feedback bekommen, wir haben das Gefühl, die Anlage läuft jetzt ruhiger. Und wir sehen es tatsächlich auch in den Daten, dass das der Fall ist. Also nicht nur dieser eine Punkt an dieser Kette, sondern wirklich die komplette Fahrt über ist die Anlage ruhiger geworden, dadurch, dass die Drehmomente jetzt nach so langer Zeit mal wieder auf ein Optimum eingestellt wurden. Justiert ihr denn das Band nach, indem sich das bewegen darf, oder lernt euer System im Hintergrund, dass das Band enger werden muss, dadurch, dass es jetzt besser fährt? Genau, das System passt sich dem automatisch an. Der Lernprozess ist relativ langsam, einfach weil wir natürlich keine Verschleißerscheinungen, die langsam kommen, verpassen wollen. Das heißt aber, ich sage mal, in den nächsten Monaten wird sozusagen dieses Band automatisch sich an dieser Stelle wieder anpassen auf den aktuellen Zustand. Und so lernt das System im Prinzip immer weiter den Anlagenzustand kennen und wird immer schmaler, und dadurch werde ich auch sensitiver, was die Erkennung von Anomalien angeht.
Das, was wir jetzt hier sehen, ist das, was bei euch wahrscheinlich reinläuft. Das ist jetzt nicht das, was der Betreiber sieht, aber einsehen kann? Oder wie muss man sich das vorstellen? Genau, er kann das einsehen. Er bekommt von uns einen Zugang zu dem System. Ganz normale Credentials, Benutzername, Passwort. Damit kann er auf seine Anlagen drauf gucken. Er bekommt von uns auch, wenn er mehrere Anlagen in der Überwachung hat, noch eine Parkübersicht. Das ist im Prinzip einfach nur eine schematische Darstellung des Parks mit seinen Fahrgeschäften und einem klassischen Ampelsystem. Das heißt also, man bekommt dort einen Indikator grün, gelb, rot. Solange die Anlage grün ist alles in Ordnung. Bei gelb gab es leichte Abweichungen zur Norm und bei rot ist im Prinzip Handlungsbedarf gegeben. Und dann kann er in diese Daten reingucken, kann auch Historie sich angucken, kann zurückblicken, was war denn letztes Jahr um die Zeit, wie sahen die Daten aus, kann die vergleichen miteinander und hat so ein Werkzeug an der Hand, was ihm wirklich für jede einzelne Fahrt den Fahrzustand protokolliert. Und das Schöne dabei ist auch, es gibt ja auch immer mal wieder Beschwerden von Gästen, die sagen, eine Bahn, die ist aber, sag ich mal, ruppig, ich habe es jetzt im Rücken oder so. Und normalerweise wird sowas vom TÜV eben einmal jährlich überprüft. Das heißt, man guckt sich die Gehkräfte an, sind die innerhalb der tolerierbaren Limits, also innerhalb der DIN oder nicht. Und wir können das mit dem System im Prinzip für jede Fahrt garantieren. Das heißt, man kann auch da wiederum sagen, okay, du hast das Gefühl gehabt, die Fahrt war nicht so in Ordnung für dich. Wir gucken mal rein. Wir schauen einfach mal, gab es da irgendwelche Auffälligkeiten, waren wir innerhalb der Limits, gab es da Ausreißer, gibt es da irgendwas, wo wir drauf achten müssen. Das ersetzt aber nicht die TÜV-Prüfung. Nein, es ergänzt in dem Falle tatsächlich für den Betreiber die TÜV-Prüfung dahingehend, dass er eine Information zwischen den einzelnen Prüfintervallen bekommt. Aber die Prüfung an sich ist gesetzlich vorgeschrieben. Es gibt also nichts, wo wir sagen können, das muss an der Stelle nicht mehr gemacht werden, sondern die wird weiterhin gemacht. Es ergänzt die nur dadurch, dass wir im Prinzip Daten über den kompletten Zwischenraum bekommen. Aber, ich muss auch dazu sagen, es ist natürlich auch ein schönes und interessantes Hilfsmittel für den TÜV selber. Wenn der Betreiber, es sind ja nicht unsere Daten, es sind dem Betreiber seine Daten. Wenn der Betreiber das möchte, gibt er diese Daten dem TÜV und der TÜV bekommt damit auch eine lückenlose Historie für seinen Prüfbericht an der Stelle. Muss ich als Betreiber, wenn ich DMT nutzen möchte, beim TÜV Nord sein, meine Anlagen vom TÜV Nord prüfen lassen oder? Interessante Frage. Nein. Ganz klares Nein an der Stelle. Kann ja sein. Ja, nein, das dürfen wir schon aus dem Grunde nicht, weil wir den ganzen Inspection- und Certification-Teil trennen müssen, sage ich mal, von unserem Monitoring-Geschäft. Okay. Wir arbeiten also mit allen TÜVs zusammen an der Stelle. Es ist am Ende der Betreiber, der entscheidet, gehe ich zum TÜV Nord oder gehe ich zu einem unserer Konkurrenten. Es ist so, dass uns gehören die Daten nicht, habe ich gerade schon mal erwähnt, sondern die gehören dem Betreiber. Deshalb, wenn der Betreiber möchte, kann er die Daten auch gerne dem TÜV Süd, dem TÜV Rheinland oder der Aber DKG. wie viel kann jetzt so ein TÜV Saar mit den Daten anfangen? Diese Messung wird während der Inspektion regelmäßig sowieso gemacht. Das heißt, man macht einmal im Jahr eine Messung der Gehkräfte unter Volllastbetrieb, das heißt also mit Dummies sozusagen in den Fahrzeugen, mit der Hälfte der Beladung und mit sozusagen im leeren Zug. Und diese Daten werden entsprechend ausgewertet und gehören mit zu der Inspektion, zu der wiederkehrenden Prüfung, die der TÜV macht. Das heißt, wenn er von uns diese Daten bekommt, hat er eine lückenlose Historie über alle Fahrten, alle Temperaturen, alle Beladungszustände. Ja, also wirklich deutlich umfangreicher, als das gemacht wird, was einmalig im Jahr gemacht wird. Ich weiß nicht, inwiefern du darüber reden kannst und oder willst. Wir sind ja jetzt bei Karls, die nutzen das, die wollen es weiter nutzen. Wo habt ihr das System schon weiter verbaut? Bei welchen Anlagen oder Parks? Ich darf natürlich nicht alle nennen, aber wir haben, sagen wir, mit einigen Parks auch Kooperationen abgeschlossen und bezüglich Marketing. Wir haben das System erstmalig tatsächlich im Moviepark in Bottrop installiert. Das war unser, ich sag mal, Partner für die ersten Tests, für die Entwicklung des ganzen Systems. Wir haben es im Legoland Deutschland laufen. Das sind so die beiden, die ich jetzt nennen kann. Und wir sind jetzt gerade dabei, auch international das System auszurollen, haben einige internationale Kunden in England zum Beispiel, die jetzt in den nächsten Wochen das System von uns bekommen und wo wir auch dort, sage ich mal, dann geschäftlich aktiv werden wollen.
Mega, super spannend. Ich glaube, dann haben wir es aber auch. Oder haben wir irgendwas noch nicht erzählt, was man noch wissen muss? Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die man darüber erzählen könnte. Aber das sprengt vielleicht auch so ein bisschen den Rahmen und die technischen Details. Ich glaube, im Groben ist es genau das. Es ist einfach der Punkt, wir wollen weg von der zeitbasierten Wartung hin zu einer bedarfsgerechten Wartung und einfach den Instandhaltern in den Freizeitparks eine Möglichkeit geben, ihre Aufgaben besser zu planen, früher zu sehen, wenn Auffälligkeiten entstehen, vielleicht auch Schäden, die gravierender geworden wären über die Zeit, zu vermeiden. Und genau das leistet unser TMD-Bike-System. Mega, vielen lieben Dank. Und ich glaube, für euch ein spannender Einblick, was passiert hinter den Kulissen, was investieren die Parks und was denken sich andere Leute aus, damit ihr ein schöneres, besseres und sichereres Erlebnis habt und das zu jeder Zeit und die Anlagen mehr laufen statt stehen.